Ein Rechtsstreit von über einer ganzen Dekade, der ihn über 10 Millionen Dollar kostete, war Elon Musk es wert, die Rechte am Namen Tesla zu erwerben und mit seinem Elektroauto-Unternehmen unter dem Namen Tesla.com auftreten zu dürfen. Die tschechischen Erben und Bewunderer des Erfinders aus allen Ländern unternahmen alles, um zu verhindern, dass sich der VWL- und Physik-Bachelor Musk auch nur dem Namen nach in die Nähe des legendären Ingenieurs und Physikers Nikola Tesla rücken konnte. Am Ende mussten sie aufgeben, genau wie der Wegbereiter von technischen Errungenschaften wie dem Wechselstrom, Radio und Fernseher selbst, der immer wieder um Patente und selbst den verdienten Nobelpreis betrogen wurde. Eine Niederlage gegenüber seinen eigenen Erben, eine Kette an Diebstählen an geistigem Eigentum und Ungerechtigkeiten hatte Nikola Tesla zu erleiden. Als er verarmt in einem New Yorker Hotelzimmer starb, hatte er alles verloren. Seine größten Ideen nahm er mit ins Grab. Selbst das FBI, das immer noch eine Akte zu ihm führt, hat seine futuristischen Pläne noch nicht durchschauen können. Heute für euch 6 brillante Tesla-Erfindungen, die nie gebaut wurden. Die zukunftsweisenden Visionen Teslas, der im Alter von 28 Jahren mit nicht viel mehr als einem Empfehlungsschreiben an Thomas Alva Edison in die USA emigrierte, sind noch nicht verwirklicht worden. Es scheint, dass ich meiner Zeit immer voraus war, sagte der 1856 im heutigen Kroatien geborene Physiker einmal. Selbst heute, ein halbes Jahrhundert nach seinem mysteriösen Tod, sind die Ideen des exzentrischen Erfinders aufgrund von Einschränkungen der Technologie oder der Marktfähigkeit noch nicht allesamt realisiert. Mit Tesla verschwanden seine Akten und Dokumente in den Archiven des Office of Alien Property der US-Regierung. Ein Elektrotechniker des Massachusetts Institute of Technology namens Dr. John G. Trump wurde nach dessen Tod im Jahr 1943 beauftragt, Teslas Arbeiten auszuwerten, um festzustellen, ob sie Ideen von Wert enthielten. Der damalige Forschungsleiter im Hochspannungsforschungslabor des MIT, ein Onkel des 45. US-Präsidenten Donald J. Trump, berichtete zurück: Teslas Pläne haben hauptsächlich einen spekulativen, philosophischen und werblichen Charakter. Seine Unterlagen enthalten keine neuen fundierten, praktikablen Prinzipien oder Methoden zur Realisierung. Beruhigend für die US-Behörden. Schließlich hatte Tesla den Alliierten im Krieg gegen Hitlers Deutschland einen Todesstrahl angeboten. Waffentechnologie der Zukunft, die sicher nicht in die Hände von Kommunisten fallen dürfte. Erstens: Erdbebenmaschine. Im Jahr 1893 ließ sich Tesla eine seiner ausgefalleneren Ideen patentieren. Die sogenannte Erdbebenmaschine, einen dampfbetriebenen mechanischen Oszillator, der mit hoher Geschwindigkeit auf und ab vibrierte, um Elektrizität zu erzeugen. Reportern erzählte er später, dass er eines Tages beim Versuch, seinen mechanischen Oszillator auf die Vibration des Gebäudes seines New Yorker Labors abzustimmen, den Boden beben ließ. Während des Tests drehte Tesla kontinuierlich die Stromversorgung auf und hörte knackende Geräusche. Plötzlich, erinnerte er sich, flogen alle schweren Maschinen im Ort herum. Ich schnappte mir einen Hammer und brach die Maschine. Das Gebäude wäre in ein paar Minuten um unsere Ohren gefallen. Polizei und Krankenwagen kamen vor Ort an, um sich um den Tumult zu kümmern. Aber Tesla forderte seine Assistenten auf, still zu bleiben und der Polizei mitzuteilen, dass es nur ein Erdbeben gewesen sei. Zweitens: Gedankenkamera. Tesla glaubte, es sei möglich, Gedanken zu fotografieren. Die Idee dazu kam ihm 1893 bei einem Experiment. Ich war davon überzeugt, dass ein bestimmtes, in Gedanken erzeugtes Bild durch die korrespondierenden Reflexhandlungen ein entsprechendes Bild auf der Netzhaut erzeugen würde, das möglicherweise von geeigneten Geräten gelesen werden könnte. Der Erfinder plante, diese Bilder auf eine künstliche Netzhaut zu reflektieren, davon eine Art Foto zu machen und das Bild dann auf eine Leinwand zu projizieren. Wenn dies erfolgreich durchgeführt wird, werden die von einer Person vorgestellten Objekte deutlich auf einem Bildschirm reflektiert, sagte er. Auf diese Weise kann jeder Gedanke eines Individuums gelesen werden. Unsere Gedanken wären dann tatsächlich wie offene Bücher. Noch ist die Robotik mit Hilfe von Kameras, die Situationsanalysen von Objekten in Raum und Zeit durchführen, nur teilweise in der Lage, die äußere Wirklichkeit zu lesen, um auf sie zu reagieren. Standardisierte Hand- und Augenbewegungen kann eine Maschine bereits ausführen. Die vollständige Lesbarkeit der Menschen und ihre Gefühle bleibt aber weiter ein Projekt der Zukunft. Das wären MRT-Bilderbücher des menschlichen Gehirns, deren Momentaufnahmen 1:1 individuelle Gefühls- und Handlungsreaktionen zeigen können. Drittens: Drahtlose Energie.
Im Jahr 1901 sicherte sich Tesla 150.000 US-Dollar vom Finanzier JP Morgan, um an der Nordküste von Long Island einen 185 Fuß hohen, pilzförmigen Turm zu errichten, der Nachrichten, Telefon- und Bildsignale an Schiffe auf See und über den Atlantik senden konnte. Mit seinem spektakulären Funkturm, den er in Wardenclyffe, Long Island errichten ließ, wollte Tesla die drahtlose Stromversorgung von New York City ermöglichen. Morgan weigerte sich jedoch, Tesla zusätzliche finanzielle Mittel für sein grandioses Vorhaben bereitzustellen. Spekuliert wird, dass Morgan Tesla die Unterstützung versagte, weil er wusste, dass Teslas Plan seine eigenen gewinnbringenden Beteiligungen im schon bestehenden Energiesektor lahmgelegt hätte. Tesla gab darum das Projekt 1906 auf, bevor es jemals in Betrieb gehen konnte. Der Wardenclyffe Tower wurde 1917 abgebaut. Viertens. Künstliche Flutwelle. Bevor Tesla seine Pläne für eine Partikelstrahlwaffe in den Kampf gegen die Nazis einbrachte, war der Ingenieur und Physiker stets überzeugt, die Macht der Wissenschaft solle genutzt werden, um Kriege zu verhindern. 1907 berichtete die New York World über seine militärische Innovation, bei der die drahtlose Telegrafie Detonationen von Sprengstoff auf See auslösen würde, um Flutwellen zu erzeugen. Diese tsunamiartigen Wellen wären so gigantisch, dass sie ganze feindliche Flotten zum Kentern brächten. Die Zeitung schrieb, diese künstliche Flutwelle macht die Marine so nutzlos wie Papierschiffchen, die neben einem Baby in der Badewanne schwimmen. Gleichzeitig seien sie als Instrument der Abschreckung genauso wirksam wie Atomwaffen. Durch den Schrecken, den sie auszulösen vermögen, werden sie den Tag des universellen Friedens beschleunigen. Fünftens. Elektrisch angetriebenes Überschallluftschiff. Schon als kleiner Junge war Tesla fasziniert von der Idee des Fliegens. Er kombinierte seine Kenntnisse der Elektrotechnik mit denen vom Maschinenbau und begann nach dem Scheitern von Wardenclyffe verstärkt über die Luftfahrt nachzudenken. Im Juli 1919 präsentierte er im Reconstruction Magazine seine Gedanken zur Entwicklung eines Überschallflugzeugs, das in der Höhe von 8 Meilen über der Erdoberfläche fliegen würde. Das Flugzeug würde Geschwindigkeiten erzeugen, mit denen Passagiere von New York City in 3 Stunden nach London reisen können. Das Flugschiff werde mit Strom betrieben, den Kraftwerke am Boden drahtlos übertragen, sodass ein Transport von Kraftstoff an Bord nicht mehr nötig sei. In seinem Aufsatz erklärte Tesla, die Stromversorgung der Flotte ist praktisch unbegrenzt. Eine beliebige Anzahl von Kraftwerken kann zusammen betrieben werden. Die Luftschiffe werden so mit Energie versorgt wie Züge, die auf Gleisen fahren und über die Schienen oder Drähte mit elektrischer Energie versorgt werden. Noch ist Teslas Plan nur zum Teil verwirklicht. Im kleineren Maßstab beruht aber bereits die Drohnentechnologie auf seiner bahnbrechenden Idee. Sechstens. Todesstrahl. Seine wichtigste Erfindung offenbarte Tesla an seinem 87. Geburtstag Reportern der New York Times. Eine neue Superwaffe würde es schaffen, dass Millionen von Armeen bei ihrem Zug tot aus der Spur kippen. Was meinte Tesla damit? Er hatte Pläne für eine Konstruktion, die Quecksilberpartikel mit der 48-fachen Schallgeschwindigkeit in einer Vakuumkammer beschleunigt und einen Hochgeschwindigkeitsstrahl mit solch einer enormen Energie durch freie Luft schießt, dass diese eine Luftstreitkraft von 10.000 feindlichen Flugzeugen aus einer Entfernung von 250 Meilen zum Absturz bringt. Obwohl die Presse diese Waffe als Todesstrahl bezeichnete, glaubte Tesla, sie sei ein Friedensstrahl. Sie könne Angriffe von Flugzeugen und einfallenden Armeen vereiteln und Leben retten, indem sie sich wie eine unsichtbare chinesische Mauer verhält, nur 1 Million Mal undurchdringlicher. Tesla bot seine Teilchenstrahlwaffe der US-Regierung an. Kurz nach Übergabe erster Details an die Militärs war er tot. Heute bleibt die quälende Frage nach Teslas fehlenden Aufzeichnungen. Als Tesla starb, sollte der Nachlass an seinen Neffen Sava Kosanovic gehen, der zu dieser Zeit der jugoslawische Botschafter in den USA war. 1952 wurden Teslas Akten und anderes Material nach Belgrad geschickt, wo sie anschließend im dortigen Nikola-Tesla-Museum aufbewahrt wurden. Während das FBI ursprünglich aber etwa 80 Bestände unter Teslas Namen verzeichnete, kamen nur 60 davon in Belgrad an. Historiker versuchten später immer wieder, das Geschehen um die verlorenen Akten, Pläne und Unterlagen aufzuarbeiten. Kosanovic: Es besteht die Möglichkeit, dass die Regierung die fehlenden Koffer einfach behalten hat. Nach jahrelangen Vorwürfen hinsichtlich möglicher Vertuschungen hat das FBI 2016 gemäß dem Freedom of Information Act schließlich rund 250 Seiten der auf Tesla bezogenen Dokumente freigegeben. Die Teilchenstrahlwaffe, die eine Gruppe von Militärangehörigen der Wright-Patterson Air Force Base in Dayton in Ohio für eine Waffe von unschätzbarem Wert hält, hält das FBI in Berufung auf Dr. Trumps Bericht aber weiterhin für inexistent.
Sie sei nicht mehr als ein Konglomerat aus Gerüchten und Spekulationen. Viele zu Lebzeiten als unrealistisch oder sogar als unbedeutend eingeschätzte Ideen befeuern heute die einflussreichsten Unternehmen im Silicon Valley. Tesla, der Erfinder der drahtlosen Technologie, von Funkleitsystemen, der Verschlüsselung elektrischer Signale und ferngesteuerten Roboter, ist auch der Erfinder des rotierenden Magnetfelds, das den in vielen Elektrofahrzeugen verwendeten Wechselstrommotor möglich macht. Dennoch blieb Nikola Tesla Zeit seines Lebens jede Anerkennung für seine Pionierarbeit versagt. Heute schmückt sein Name nur noch das Unternehmen eines anderen Mannes. Was haltet ihr von den Plänen Teslas? Lassen sich seine Ideen verwirklichen? Sollte dem Physiker aus Gründen der Gerechtigkeit doch noch der Nobelpreis zuerkannt werden? Diskutiert mit und schreibt uns eure Gedanken in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen nach oben und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren. Und wir sehen uns bald wieder.